Willkommen zurück. Wir sprechen heute über das Verb lassen. Lassen ist ein wichtiges Verb, das aber ganz vielen Deutschlernern Probleme bereitet. Warum ist das so? Vor allem, weil es mehrere verschiedene Bedeutungen und auch mehrere verschiedene grammatische Strukturen hat. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise haben die Verben eine oder vielleicht zwei Bedeutungen und werden immer in derselben Struktur benutzt. Wir brauchen es aber sehr häufig, sowohl in der Alltagssprache als auch in der formellen Sprache. Daher lernen wir heute die 5 wichtigsten Bedeutungen, üben Beispielsätze und schauen uns auch die häufigsten Probleme an, die es mit dem Wort lassen gibt. Los geht's! Unsere erste Bedeutung ist etwas erlauben. Die Eltern lassen die Kinder ins Kino gehen. Ihr seht, wir brauchen das Verb lassen und einen Infinitiv am Ende des Satzes. In dieser Bedeutung brauchen wir immer beide Teile. Es ist die typische Verbklammer, wie wir sie im Deutschen so oft verwenden. Lassen steht an der zweiten Position und ist konjugiert und der Infinitiv steht am Ende des Satzes. Jetzt schauen wir uns diesen Satz noch im Perfekt an. Ich habe die Kinder ins Kino gehen lassen. Ihr seht, nun ist haben an der zweiten Position, wir bilden das Perfekt. Lassen wird aber nicht verändert, beide Verben sind nun am Ende des Satzes und die Reihenfolge kehrt sich um. Die zweite und sehr wichtige Bedeutung ist etwas nicht mitnehmen. Ich lasse meinen Hund zu Hause. Ihr seht, hier ist die Konstruktion ganz anders. Wir benutzen keinen zusätzlichen Infinitiv, nur das Verb lassen. Schauen wir uns nun einen Satz im Perfekt an. Ich habe die Bücher in der Schule gelassen. Ihr seht, in diesem Fall müssen wir ge vor lassen setzen, um das Partizip zu bilden. Die dritte wichtige Bedeutung ist, etwas nicht selbst machen. Jemand anderen etwas tun lassen. Ich lasse meine Wohnung renovieren. Ich mache es nicht selbst, es macht eine Firma für mich. Ihr seht, in diesem Fall haben wir wieder den zusätzlichen Infinitiv am Ende des Satzes. Schauen wir uns diesen Satz im Perfekt an. Ich habe meine Wohnung renovieren lassen. Hier ist es wieder wie bei der ersten Bedeutung. Beide Verben gehen an den Schluss, die Reihenfolge kehrt sich um und wir brauchen keine Vorsilbe wie bei der zweiten Bedeutung. Wir kommen zu Nummer 4. Lassen kann auch bedeuten etwas vorschlagen. Das werdet ihr sehr häufig in der Alltagssprache hören. Lasst uns gehen. Wir warten schon sehr lange. Nun möchten wir gehen. Lasst uns anfangen. Oder lasst uns das lieber nicht machen. Es ist eine gute Möglichkeit, um Vorschläge kurz und schnell zu formulieren. Die 5. Bedeutung ist etwas aufhören, etwas nicht weitermachen. Es kann eine Aufforderung sein. Lass das bitte sein. Mach das nicht, ich möchte das nicht. Oder lasst mich bitte in Ruhe. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich möchte nicht, dass ihr mich etwas fragt. Es kann aber auch bedeuten, dass jemand etwas nicht aufhören kann. Sie kann das Rauchen nicht lassen. Sie schafft es nicht aufzuhören. Sie muss weiter rauchen.
Jetzt haben wir die 5 wichtigsten Bedeutungen kennengelernt und wir schauen uns die häufigsten Fehler im Zusammenhang mit lassen an. Als erstes ist es einfach wichtig, die richtige Bedeutung zu erkennen oder, wenn ihr sprecht, zu benutzen. Der Satz kann sonst völlig unverständlich sein, wenn ihr mit der falschen Bedeutung übersetzt. Versucht euch am besten für jede Bedeutung ein prägnantes Beispiel zu merken. Ein sehr häufiger Fehler ist es zu sagen, ich lasse die Bäume zuschneiden. Dieser Fehler ist sehr verständlich, denn in vielen Fällen, wenn wir 2 Verben haben, müssen wir ein zu zwischen diese Verben stellen. Wir werden über dieses Thema noch intensiver sprechen. Ich beginne im Garten zu arbeiten. Hier müssen wir unbedingt ein zu einfügen. Und logischerweise fühlen viele Lerner dieses zu dann auch nach lassen ein. Es gibt aber Ausnahmen, nach denen wir kein zu verwenden dürfen, die Modalverben zum Beispiel und auch lassen. Wir dürfen also auf keinen Fall ein zu benutzen. Wichtig ist auch unbedingt, sich zu erinnern, bei welchen Bedeutungen wir den Infinitiv hinzufügen und wo lassen alleine stehen kann. Ich lasse meinen Koffer zu Hause. Bei dieser Bedeutung etwas nicht mitnehmen, brauchen wir keinen weiteren Infinitiv. Aber denkt auch an die Perfektform. In diesem Fall müssen wir GE vor lassen setzen. Ich habe meinen Koffer zu Hause gelassen. Es gibt einige Standardsituationen, in denen wir lassen sehr häufig benutzen. Häufig ist die Kombination mit gehen, lassen für etwas erlauben. Ich lasse meine Tochter in die Disco gehen. Sehr häufig ist es im Zusammenhang mit etwas reparieren, renovieren oder andere Arbeiten zu Hause oder im Garten durchführen zu lassen. Ich lasse das Auto in der Werkstatt reparieren. Auch sehr häufig ist die Kombination mit erklären. Ich lasse mir das Auto erklären. Also ich erhalte diese Information von einem Mitarbeiter der Werkstatt. Außerdem für allgemeine Aufforderungen oder Vorschläge. Lasst uns anfangen oder lass das sein, ich möchte das nicht. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und ich sage schon mal bis zum nächsten Video.